Wir sehen die Bundesaußenministerin, die Geschäftsführende in Brüssel vor den Mikrofonen. Geschlossen miteinander zusammen für unseren Frieden in Europa ein. Und insbesondere der NATO-Ukraine-Rat gestern hat deutlich gemacht, wie stark die Unterstützung für die Ukraine ist. Ein solches Treffen der Geschlossenheit und vor allen Dingen der klaren Bekenntnisse und nicht nur Worte, sondern auch weiteren Zusagen zur finanziellen Unterstützung hat es in den letzten 3 Jahren hier bei der NATO gegenüber der Ukraine aus meiner Sicht in dieser Form noch nicht gegeben. Insbesondere die 20 Milliarden Euro, die in den letzten Wochen zugesagt worden sind. Und gestern gab es weitere Zusagen dazu, dass die europäische Unterstützung massiv für die Ukraine ausgebaut wird, macht deutlich, wir stehen ein für unseren Frieden auf dem europäischen Kontinent. Es kann Frieden nur durch Stärke der Ukraine geben. Es wurde parallel zu diesem NATO-Treffen ja deutlich, dass Putins Worte der Verhandlung derzeit nichts als leere Worte und Versprechen sind. Es hat wieder und erneut Angriffe in der Ukraine gegeben. Und daher ist es umso wichtiger, deutlich zu machen, dass ein echter Frieden, ein dauerhafter Frieden nur erreicht werden kann, wenn wir für diesen Frieden gemeinsam einstehen. Dass wir nicht auf Putins Spiel hereinfallen dürfen, dass auf Zeit gespielt wird, dass immer neue Forderungen in den Raum stellt. Die Ukraine hat deutlich gemacht, sie will einen Waffenstillstand unverzüglich, ohne Vorbedingungen. Und genau das braucht es jetzt in diesem Moment und in dieser Situation. Dann hat Herr Rubio, der US-Außenminister, anerkannt die finanziellen Leistungen der Europäer. Die Amerikaner fordern 5%. Wie war die Stimmung mit Herrn Rubio gestern? Wie können Sie das beschreiben? Eine europäische Solidarität in dieser Form für die Ukraine hat es aus meiner Sicht in den letzten Jahren so noch nicht gegeben. Europa hat deutlich gemacht, dass wir für unseren Frieden hier einstehen, und zwar nicht nur in Worten, sondern in Taten. Die Zusagen, die wir in den letzten Wochen hier gemeinsam auf den Tisch gebracht haben, machen deutlich, Frieden kann es nur durch Stärke der Ukraine geben, und wir stehen an der Seite der Ukraine hier gemeinsam ein. Dass der amerikanische Außenminister noch mal unterstrichen hat, dass die NATO unsere gemeinsame Allianz ist, dass wir 75 Jahre NATO gerade gefeiert haben, dass es das stärkste Verteidigungsbündnis in der Welt ist. Das ist sehr, sehr wichtig und zentral. Zugleich haben wir als Europäer sehr deutlich gemacht, dass es jetzt genau darauf ankommt, dass man deutlich macht, dass die NATO für den Frieden hier auf unserem europäischen Kontinent gemeinsam und geschlossen einsteht. Und die Vorbereitung für den Haager Gipfel, sie laufen genau in diesem Aspekt. Der NATO-Generalsekretär hat ja deutlich gemacht, dass wir jetzt durch die weiteren Zusagen, gerade auch von Deutschland, aber von vielen anderen Staaten, auf einem Pfad von über 3% des Bruttoinlandsproduktes aller Europäer sind, dass wir diesen Pfad gemeinsam weitergehen. Manche sind schon deutlich darüber hinaus, und dass das unser aller Sicherheit sichert, und zwar nicht nur für uns Europäer, sondern die Sicherheit im transatlantischen Raum, die aufs engste verknüpft ist, auch mit der Sicherheit im Indopazifik. Und deswegen sind all diese Investitionen, gerade die verstärkten Investitionen der Europäer, auch Investitionen in die gemeinsame transatlantische Sicherheit und die Stärke dieses transatlantischen Bündnisses.